Hallo Leute, herzlich willkommen zurück in meiner Werkstatt. Für unsere Eingangstür vorne will ich eine Insektenschutztür bauen. Als ich da fertig war mit dem Aushobeln der Hölzer und dem Einstellen der Maschine, dachte ich mir, eigentlich könnte ja ein Video drüber machen. Dementsprechend sind die Hölzer jetzt schon zugesägt bzw. ausgehobelt für die Tür und Probestücke habe ich auch schon gemacht. Und zwar habe ich hier einmal ein Stück für die aufrechten Rahmen, dann ist hier ein Stück für das untere Holz und dann habe ich hier noch ein Probestück schon gemacht für ein Holz, was in die Mitte der Tür rein soll. Der Türrahmen wird mit Schlitz und Zapfen zusammengebaut und dementsprechend können wir jetzt die Teile schon mal fräsen. Ich habe die Fräse schon eingestellt. Einmal den Anschlag für die Fräsung fürs untere Querholz, das wäre dann hier dieser Punkt, und die Fräsung für das obere Querholz, das wäre dieser Punkt hier. Das untere Querholz ist aus dem Grund breiter, weil bei einer Rahmentür das untere Holz 30% breiter sein soll als die jeweiligen aufrechten. Und da die aufrechten Hölzer 40 mm breit sind, wird das untere Holz dementsprechend 30% mehr. Das wären eben 52 mm und ich habe es 55 mm breit gemacht. Lässt sich ein bisschen besser rechnen. Um das Ganze absaugen zu können, habe ich mir hier so eine schöne wilde Konstruktion zu meiner Absaugung rüber gebaut. Also ich muss definitiv endlich mal die Verrohrung fertig machen, damit es sauber funktioniert. Und zwar geplant ist jetzt, dass die Zapfentiefe 25 mm beträgt. So, damit ich jetzt da für diese mittlere Fräsung weiß, wo der Fräser aufhört und der Fräser beginnt, nehme ich jetzt einfach das Klebeband und zeichne mir da die entsprechenden Punkte an. Und zwar jetzt nehme ich den Fräser für diese Vorderseite, stoße da an und machen wir hier einen Strich, wenn man es natürlich sehen würde. Und das gleiche
für die andere Seite. Gucken wir mal, ob es mit dem besser geht. Naja, funktioniert besser. So. Und jetzt kann ich dann einfach diese Leiste nehmen und tauche ich mit der Leiste in das Loch ein und kann dann einmal in die Richtung und einmal in die Richtung meine Nut rausfräsen. Für den Schiebeschlitten gilt das gleiche. Ich habe die Höhe vom Sägeblatt schon eingestellt. Jetzt müssen wir nur noch die Zapfenlänge antragen und uns einen Anschlag hinmachen. Und jetzt können wir schön die Zapfen an die Hölzer dran schneiden. So, ich muss das Ganze nochmal einstellen, da ich nur 2 cm angezeichnet hatte. So, jetzt kommen diese Teile. So rein. Ja. Und zwar haben wir jetzt hier diese Aussparung, weil hier in dem Bereich noch eine Auswälzung reinkommt für das Fliegengitter später. So habe ich auf der Außenseite eine bündige Kante und auf der Innenseite die Auswälzung auch bündig, so dass ich hier dann mit zum einen das Fliegengitter drauf machen kann und zum anderen eine Deckleiste, um das Fliegengitter vernünftig zu befestigen. Und zwar soll jetzt die Auswälzung von der Kante 15 mm zurückspringen und dann genauso tief sein wie da hier diese 6 mm. Ja, also habe ich dann hier einen Falz von 15 mal 6 mm. Und genauso groß wären dann letzten Endes auch diese Abdeckleisten, die da drauf kommen, um mein Fliegengitter vernünftig befestigen zu können. Für die Auswälzung nehme ich einen 20er Nutfräser und den stellen wir jetzt auf eine Tiefe von 6 mm ein. Dann werde ich jetzt mal eine Testfräsung machen und schauen, ob es passt. Ein kleines bisschen sind wir mit dem Fräser zu hoch, das heißt, der Fräser muss einen Tick
was ist denn das, ein halber Millimeter etwa, muss der Fräser tiefer nach unten. Kümmern wir uns mal um den Türrahmen. Ich habe jetzt hier dieses obere Querholz schon liegen. Bei dem passiert prinzipiell genau das Gleiche. Wir schlitzen hier die Nut für den Zapfen ein, und zwar einmal auf der Seite, einmal auf der Seite. Das habe ich jetzt alles schon angezeichnet. Die Fräse ist auch schon eingestellt, so dass ich jetzt hier die Nuten in dieses obere Brett einfräsen kann. Da ich jetzt allerdings für den Türrahmen zu verleihen keine so langen Zwingen habe, habe ich mir aus 2 Hölzern so eine Konstruktion gebaut. Das Holz zwinge ich jetzt von unten an den Türrahmen dran und von oben nehme ich einfach so eine Einhandzwinge und drücke das Teil zusammen. Also dieses eine Holz spanne ich jetzt hier unten drunter. Ich habe mir hier einen Strich gemacht, damit ich weiß, wie weit die Zwinge auseinander spannt. Und jetzt kommt dieses Holz hier unten dran. Sollten vielleicht erst Leim dran machen. Also alles nochmal von vorn. Leim dran. Dann stecken wir das Ganze zusammen. Und dann setzen wir von hier oben eine Einheit. Passt. Na, jetzt haben wir da eine schöne Konstruktion und wir können den Rahmen wunderbar zusammenzwingen. Und damit mir der Rahmen unten zusammenhält, habe ich hier links und rechts eine Schraubzwinge mit einem Querholz angezwungen. So ist der Rahmen stabil und er kann jetzt weg zum Leim.